Freunde, ihr seht mich hier mit der Verbündetenerweiterung. Ich wurde gefragt, ob ich auch mal so Unboxing-Videos von einem physischen Produkt machen kann und habe gesagt, naja, ich habe ja eigentlich kaum physische Produkte, die ich unboxen kann. Das meiste habe ich schon ausgepackt. Und die hier habe ich jetzt gewonnen neulich auf der BerlinCon, also selbst gewonnen, sage ich mal. Das ist hier nicht irgendwie gesponsert oder so, von daher. Aber ich will auch sagen, natürlich, ich habe jetzt dafür kein Geld bezahlt. Das muss ich natürlich in aller Fairness auch sagen. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Verpackung an. Bild vorne, naja, ich hatte schon schönere Grafiken, aber das ist ja eher nebensächlich. Dann 2 bis 4 Spieler, wie immer, 30 Minuten und ab 13, obwohl ich finde auch, dass man mit der richtigen Person auch schon früher das spielen kann. Und 400 Karten, hinten drauf die Rückseite. Sieht man schon, was einen so erwartet. Hauptsächlich Karten, ein paar Münzen. Mal sehen, wie die aussehen, ob das wieder die Metallmünzen sind oder nicht. Und dann würde ich sagen, öffnen wir es mal. Eine Schere. So, wechseln wir fürs Öffnen mal die Perspektive, oder? So, hallo da oben. Und ihr seht jetzt, denke ich mal, alles, was ich hier in dem Bereich vor mir habe. Auf geht's. Wir haben dieses Einlegeblatt mal wieder. Und natürlich die Anleitung. Dann, es fällt alles schon raus, aber ist nicht schlimm, man stanzt es dann eh raus. Wir haben die Tableaus, wo man die Gefallen drauf legt. Ja, so. Und die natürlich 6-mal, weil Dominion ist ja ein 6-Spieler-Spiel. Ihr wisst es, stand ja auch auf der Packung, 2 bis 4. Aber für die ganz Verrückten unter euch, ihr könnt es auch zu 6 spielen. Und dann die Kartentrenner für die, falls ihr diese Sammlerbox habt, die schwarze, dann kann man hiermit wieder einsortieren, weil man natürlich die neuesten Erweiterungen da noch nicht bei hat. Aber ansonsten, naja, kann man, falls man eine andere Art das zu lagern hat als das, dann kann man das so machen. Und wir haben schicke neue Metallmünzen, die wieder mal glänzen. Die alten sind ja schon bei mir ein bisschen angelaufen. Das wird hier bestimmt auch mit der Zeit passieren, aber es ist noch Metall. Die Siegpunkt-Chips sind ja jetzt teilweise Pappe, aber Metall finde ich immer besser. Und die Einlage, das Inlay, ist wie immer super. Also man kann die Karten alle einzeln sortieren. Gibt es nicht viel zu sagen. Viele Spiele sparen sich diese Plastik-Inlays ja inzwischen und machen da so eine Tüten draus. Mag ich nicht so. Auch wenn diese Tüten immer ganz nützlich sind. Und dann würde ich sagen, ihr seht die Karten und ich packe einfach mal die Packung hier aus. Weiß nicht, ich werde nur die eine Packung hier mal machen, dann kriegen wir ein Gefühl, wie die Karten sind. Wenn ihr die ganze Erweiterung angucken wollt an Karten, dann müsst ihr das irgendwie anders rausfinden. Auf meinem Kanal gibt es da auch alle Karten mal vorgestellt und ich zoome mal eben noch ran. So, ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Also die alte Landkarte, es gibt ja jetzt hier diese geteilten Stapel ebenfalls, allerdings mit 4 verschiedenen, also das gehört auch dazu, die Irrfahrten. 2-mal alte Landkarte hier, 4-mal Seereise, es sind eigentlich 4-mal auch alte Landkarte, ist aber nicht geordnet. Dann kommen wie immer 3-mal die mit dem blauen, der blauen Rückseite. Und das sind natürlich die zum zufälligen Auswählen. Ach ne, 4-mal sogar. Jetzt versunkener Schatz. Aber auch nur 4. Ach ne, die gehört dazu zur Irrfahrt. Genau, 4-mal versunkener Stadt und 4-mal ferne Küste. Ne, 2-mal kommt noch. Ja, diese rotierenden Stapel heißen sie ja. Da kann man dann, wenn man die Landkarte spielt, dann wieder die alle runter machen, sodass die Seereisen oben sind. Wenn man dann wieder eine Landkarte spielt, wieder das ist der verschollene Schatz, sunkene Schatz, so hat man mehrere Karten in einem Stapel. Schöne Mechanik. Dann hier wieder von den zufälligen. Hier auch so einige Karten dabei, die ganz anders werden, wenn plötzlich ein Stapel leer ist. Bei der Schreinerin ist ja, erst ist es eine Art Werkstatt, also ein Kartennehmer mit plus eine Aktion, und wenn der erste Stapel leer ist, ist es was ganz anderes. Eigentlich cool, weil Werkstatt führt ja einmal dazu, dass schnell ein Stapel leer wird.
Dann hat man einen Umbau hier. Entsorge eine und nimm eine, die 2 mehr kostet. Und natürlich die Kontaktkarten, wofür ja die Münzen hier sind. Die sind ja eigentlich gefallen. Damit kann man Gefallen sammeln und dann kann man da machen, je nachdem, was der Verbündete für diesen Zug sagt. Die Ausruferin, das ist jetzt wieder der nächste gemischte Stapel. Ausruferin, dann kommen wieder 4 blaue. Dann sehen wir alle mal, schaut sie euch gerne an. Jägerin, Wegelager. Der Eisenschmied ist der nächste von den 3. Ich mache ihn gleich nach unten, weil dann gehört er auch nachher hin. Müller ebenso, ist auch einer von denen. Dann wieder 3 jetzt von den blauen. Eine 6er plus ein Kauf plus eine Karte pro Karte auf deiner Hand, aber danach muss man wieder auf 10 ablegen. Finde ich für 6 recht teuer, aber man kann damit 5 Karten ziehen, wenn man es in den richtigen Moment spielt. Man kann auch mehr Karten ziehen, oder muss man ablegen. Älteste, erst beim ersten Mal lesen dachte ich, wow, cool, weil jedes Mal, wenn man Wähle 1 auf einer Karte stehen hat, hat man stattdessen Wähle 2, aber irgendwie für 5 und dann noch nur plus 2 dazu. Meistens nicht ganz so überragend, es gibt selten eine richtig krasse Kombo damit. Nächster, Zauberschüler, nächster rotierender Stapel. Dann hier der Mini-Kapitän, Königliche Galeere. Ziemlich starke Karte, finde ich, aber ist ja vielleicht nicht jeder der Meinung. Dann die Beschwörer, auch darunter unter den Zauberschülern. Eine Werkstatt, die immer wieder auf deine Hand kommt, außer du hörst auf, sie zu spielen. Der Hexenmeister Gandalf, sieht zumindest ein bisschen so aus. Dann wieder die blauen Karten, weitere Hexenmeister und hier die verrückteste Karte des Sets meiner Meinung nach. Ein Teil von den Zauberern, unterste Karte für 6. Lich, 6 Karten, plus 6 Karten, plus 2 Aktionen, setze einen Zug aus. Wenn du diese Karte entsorgst, lege sie ab und nimm eine billige Karte aus dem Müll. Interessant, dass man teilweise auch nur für das untere spielen kann und das obere erstmal ignoriert, weil ein Zug aus ist schon ziemlich krasser Downside hier. Aber es ist eine Karte, die man nicht los wird, ne? So wie die Festung. Sie bleibt im Deck und 6 ist eine super Karte, super Zahl, um zum Beispiel zu Provinzen zu machen mit einem Umbau. Habe ich bisher zwar noch nicht gemacht, weil ich immer nicht dran denke, dass das so ist, aber jetzt habe ich es nochmal gesagt, damit ich in meinem Kopf dann dran denke. Dann haben wir hier in der Erweiterung diese Verbündeten. Ne, wenn wir so eine Kontaktkarte haben, die uns diese Gefallenmarker gibt, dann sagt uns einer von x Verbündeten. Verbündetenkarten sagen uns, was wir mit den Gefallenmarkern in diesem Spiel machen können. Es gibt immer nur einen Verbündeten im Spiel und hier, wenn es die Architektengilde ist, können wir, wenn wir eine Karte nehmen, 2 Gefallen einlösen, um eine billigere Nicht-Punkte-Karte zu nehmen. Für 2 Gefallen können wir eine Art Feilscher-Effekt hier bekommen und mit einer Provinz zum Beispiel einen Gold dazu nehmen oder eine bessere Karte als Gold, einen Lich. Und dann, falls wir nochmal 2 Gefallen haben, können wir auf die Karte, die wir genommen haben, das gleich nochmal machen. Also zum Beispiel eine Provinz, Königshof, Laboratorium für 4 Gefallenmarker. Je nachdem, wie leicht die Gefallen zu kriegen sind. Ganz coole Sache. Und dann gibt es hier davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder blaue Karten. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diese Randomizer-Karten hier von den rotierenden Stapeln sehen auch cool aus. War ich bei 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Haut hin. Ja, dann habe ich hier noch 3 weitere Packs, die ich dann gerne alleine auspacke oder ich mache es in So, jetzt habe ich alles hier wieder einsortiert. So sieht sie dann im vollen Zustand aus. Ja, was man mit diesen Gefallenmatten macht, weiß ich noch nicht so richtig.
wie man die am besten jetzt hier noch reinlegt, oben drauf. Da gibt es irgendwie keinen so guten Platz für, muss ich jetzt mal sagen. Außer ich übersehe hier was ganz Eindeutiges. Nee. Muss man dann so sich so hinlegen, zumachen. Die muss man ja auch nicht, diese Trennhaken muss man nicht unbedingt in der Packung haben. Anleitung wieder rauf und zugemacht. Ja, ich hoffe, es konnte euch einen kleinen Einblick geben, was euch in der Verbündetenerweiterung erwartet. Keine Ahnung, ob ihr sie euch holen wollt oder nicht, ist mir auch egal. Ich mache ja hier keine Werbung. Ich möchte nur, dass euch das gefällt, was ich hier mache. Und Dominion ist natürlich ein Spiel, was ich liebe. Von daher das Spiel auf jeden Fall empfehlenswert. Wer sich wie viel holt, kann jeder selbst entscheiden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns demnächst wieder.